Heute sprechen wir über Tropic oder Chocolate Dials, einer meiner absoluten Lieblingsthemen. Uhren bzw. Zifferblätter, die sich über die Jahre von schwarz in braun bis zu hellbraun verändert haben. Eine häufig gestellte Frage ist, wieso verfärben sich denn diese Zifferblätter aus den 60er und 70er Jahren häufiger und manche aus fast gleichen Produktionsserien überhaupt nicht? Ein Zifferblatt, das eine Farbveränderung hinter sich hat, hat die schon eingebaut vom allerersten Tag. Das heißt, die Farbe und der Fond des Blattes ist mit Lösungsmitteln bearbeitet, die sich über die Jahrzehnte hinweg verflüchtigen und von der Nichtfarbe schwarz langsam in ein Braun verändert. Kommt jetzt zusätzlich noch Sonnenstrahlen dazu, Salz, Meerwasser etc., wird das Ergebnis natürlich immer heller und heller und heller. Ich habe heute ein paar sehr interessante Uhren mitgebracht, die vor allem auch die unterschiedlichen Braunfärbungen ganz interessant aufzeigen können. Hier sehen wir eine Rolex Submariner, Referenz 1680 mit roter Schrift. Nur die Meters First Variante aus der zweiten Serie hat die Tendenz, ein braunes Zifferblatt zu bekommen. Wenn wir die Uhr uns genauer ansehen, sehen wir sehr schön, dass die Uhr leicht nougatfarben geworden ist und das Blatt aber trotzdem im perfekten Zustand geblieben. Bei diesem Modell hat sich sogar die Lünette in ein leichtes Nougat bzw. hellbraun verändert. Ich bin sehr froh, dass ich den Unterschied mit einer GMT auch noch zeigen kann, wie hell diese Blätter tatsächlich ausbleichen können. Hier war wohl auch ein bisschen Feuchtigkeit am Werk, was dem Charme und der Ausstrahlung dieser Uhr nichts abtut. Es ist sehr hell und die Zifferblatt-Variante, speziell mit dem Original Tritium, ist unglaublich schön geworden. Hier auch schön zu sehen das Schwestermodell von Tudor, eine Uhr, die für die argentinische Marine gebaut worden ist. Hierbei handelt es sich noch um Radium, kein Tritium. Und das Zifferblatt hat auch diese ganz klassische dunkelbraune, nougatfarbene Fondgestaltung und die Leuchtpunkte sind leicht ins helle Nougat übergegangen. Auch ein sehr seltenes Exemplar, eine Nautilus, die sich auch ganz langsam in Richtung Tropic Dial entwickelt hat. Wieso? Die Nautilus-Zifferblätter selber sind in Gold gefertigt und werden blau eloxiert. Kommt jetzt starke Sonneneinstrahlung, bekommt die Uhr einen leicht bräunlichen Ton und bräunlichen Touch. Sehr selten, extrem schön und bitte nie austauschen lassen. Patek nimmt diese Blätter sofort raus und möchte sie ersetzen. Ich muss zugeben, dass ich ein großer Fan bin von Zifferblättern, die sich über die Jahre verändert haben, weil sie unterschiedlich altern. Und so hat man, selbst wenn das gleiche Gehäuse fünfmal oder die gleiche Referenz fünfmal auf dem Tisch liegt, hat man jeweils eine unterschiedliche Optik. Und einer meiner absoluten Favoriten, die ich Ihnen jetzt zeige, ist die Omega Speedmaster. Und das ist heute mein absoluter Optik-Favorite, eine Omega Speedmaster, deren Zifferblatt in eine Farbkombination zwischen hellgrün, oliv und grau tendiert hat, die uns aber auch gut zeigt, dass nicht nur bei Rolex, sondern bei allen anderen Firmen auch pro Jahr verschiedene Fertigungstoleranzen mit den Zifferblättern zu akzeptieren waren. Und dabei können so wunderschöne Uhren rauskommen, wie bei dieser Speedmaster. Die meisten Uhren, die die Chance auf eine Farbveränderung am Zifferblatt besitzen, kommen aus den 60er und 70er Jahren. Es ist definitiv wertsteigernd. Aber nur dann, wenn das Zifferblatt homogen gealtert ist. Ein echter Wasserschaden, so wie es auch gerne immer verkauft wird, kann durchaus sehr charmant sein, aber darf und soll nicht mehr kosten. Man hat Produkte, die wahrscheinlich nie wieder so hergestellt werden, weil heute die Chemie und die Farbauswahl viel korrekter und präziser läuft. Wenn ihr die nächste Folge sehen möchtet, abonniert bitte unseren Kanal. Wir haben immer spannende Uhren und als nächstes haben wir eine Tourbillon-Taschenuhr vom Vater unserer Mitarbeiterin. Fantastisches Produkt. Zuschauen. Danke und alles Gute.